Hallo, grüß dich. Ich bin Andreas und heute führe ich dich durch die DVS Beregnungsplanungssoftware, eine Online-Software, die du kostenlos nutzen kannst, um deine eigene Gartenbewässerung zu planen und für die Installation auch dann das Material bei uns zu bestellen. Wir starten auf unserer Webseite DVS-Beregnung. Zur Nutzung der Software musst du eingeloggt sein, im Endeffekt hier ein Kundenkonto dann angelegt haben. Dann kannst du hier bei Meine Gartenpläne alle bereits erstellten Pläne dir anschauen. Und um einen neuen Plan zu starten, klickst du hier auf kostenlose Bewässerungsplanung starten und dann geht das Programm los. Im ersten Schritt kannst du einen Namen vergeben für deinen Plan mit Datum, Uhrzeit, das kann man auch ein bisschen kürzen. Dann im zweiten Schritt kannst du auswählen, ob du mit MP-Rotator von Hunter planen möchtest oder mit dem Getrieberegner. Da können wir Rainbird oder Hunter Getrieberegner planen. Wir empfehlen bei Hausgärten in der Regel den MP-Rotator, da du hier von Wurfweiten von 1,5 bis 10,5 Meter die Planung durchführen kannst. Und gerade in schmalen Bereichen am Haus entlang gibt es oft Bereiche, die, sagen wir mal, Rasenstreifen, die relativ schmal sind. Und Getrieberegner empfehlen wir vor allem bei großen Rasenflächen, insbesondere wenn du überwiegend Wurfweiten von 8 bis 10 Meter Wurfradius hast. Im nächsten Schritt akzeptierst du die Nutzungsbedingungen, dann kannst du den Garten auf einem weißen Blatt Papier zeichnen oder dir ein maßstäbliches Bild hochladen. Das kann ein JPEG sein, was du zum Beispiel eingescannt hast, oder eine Drohnenaufnahme. Genau, da gehen JPEG und PNG-Dateien. Das lädst du hoch und dann hast du den ersten Schritt, in dem du das Bild skalierst. Das heißt, eine bekannte Länge wird hier mit dem Lineal markiert und dann kannst du hier eintragen, wie lange die Strecke ist. Und sobald du hier die Vierecke siehst, ist der Plan skaliert und du erhältst den Projektlink für, für das jeweilige Projekt. Jetzt siehst du hier auch die entsprechenden Menü-Icons. Das heißt, wir haben hier Schritt 1 Bewässerungsflächen zeichnen. Das heißt, wir zeichnen Beete und Rasenflächen sowie Flächen, die nicht nass werden sollen. Im Schritt 2 zeichnen wir die Regner ein und sehen dann quasi, wie gleichmäßig die Bewässerung wird. Im Schritt 3 fügen wir die Systemelemente hinzu. Das heißt, das sind alle Bauteile wie Steuerung, Wasserversorgung, Ventilverteilung und Wassersteckdosen. Dann haben wir den Schritt Leitungsplanung im vierten Abschnitt. Dann können wir optional Bodenfeuchtesensoren platzieren und am Ende haben wir dann die Stückliste für das gesamte Material, was du zur Installation benötigst und da eben auch diese Qualitätsstufen EcoExpert Premium, wo du das dann auch entsprechend an das Budget anpassen kannst. Dann starten wir mit Schritt 1. Wir zeichnen die Bewässerungsflächen idealerweise hier mit diesem Multiform-Werkzeug. Das heißt, wir klicken das an und können dann immer Punkt für Punkt an den Flächen setzen. Ich starte jetzt mal mit der Rasenbewässerung, dass wir hier quasi in jede Ecke einen Punkt setzen und so die Fläche dann aufnehmen. Und wenn wir das schließen, dann entsteht hier die grüne Fläche und wir haben die Rasenfläche definiert. Man kann die Punkte dann noch ausrichten. Man kann an den Kreisen eine Verrundung machen, um quasi organische Formen zu zeichnen. Und man kann durch einen Doppelklick einen Punkt löschen und kann durch einen neuen Klick einen Punkt wieder hinzufügen. So kann man dann auch die Fläche nochmal im Nachhinein anpassen. Für die Beetfläche gehen wir genauso vor. Wir zeichnen eine neue Fläche und
machen hier das Beet, das ist jetzt genauso eine Rundung. Wir sagen, es reicht im Endeffekt hier 2 Eckpunkte zu setzen. Dann definieren wir das hier als Beetfläche, dann wird das lila und dann kann man hier das quasi so verrunden und dann passt es genau auf die Umrisse. Genau, das gleiche machen wir noch hier unten im Beet, aber mit der Hecke. Das heißt, auch hier fahren wir die Umrisse der Hecke ab und definieren das hier als Hecke. Dann haben wir jetzt im Endeffekt einen Kreis Rasen oder eine Fläche Rasen, die mit Versenkregnern beplant wird. Dann haben wir hier das Staudenbeet, was mit Tropfrohr beplant wird. Und dann hier nochmal die Hecke, die eben auch mit Tropfrohr beplant wird. Bei Hecken empfehlen wir vor und hinter der Hecke jeweils ein Tropfrohr zu legen. Das heißt, hier würden wir quasi einfach 2 Reich Tropfrohr nehmen. Und bei Beetflächen rechnen wir mit 3 Meter Tropfrohr pro Quadratmeter Beet, da wir einen Abstand von Tropfrohr zu Tropfrohr mit ungefähr 30 cm anplanen. Dann haben wir hier Haus und Terrasse, die wollen wir auf jeden Fall trocken lassen. Das heißt, wir zeichnen hier ein Viereck rein, sagen trocken lassen und noch wichtiger, wir haben hier die Einstellung Leitung erlaubt. Wenn wir da einmal draufklicken, gibt es keine Leitung. Das heißt, hier würde später dann keine Leitung durchgeplant werden. Dann sind wir schon mit dem ersten Schritt fertig. Wir gehen jetzt zu der Berechnung der Regner. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Das eine ist, wenn wir sagen, wir wollen keine neue Berechnung, dann würden wir quasi direkt auf die Regnerplanung gehen und sehen hier jetzt quasi eine nicht bewässerte Rasenfläche und können hier jetzt quasi starten, die Regner einzeln zu positionieren und sehen dann auch für jeden Regner die Niederschlagsfläche oder die Niederschlagsverteilung, die ein Regner eben abgeben kann. Was wir auch sehen ist, dass der Regner an sich eine ungleichmäßige Wasserverteilung hat. Das heißt, im Nahbereich kann er relativ gut die Fläche bewässern. Je weiter wir von dem Regner wegkommen, desto niedriger wird seine Wasserauswurfrate. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir Regner überlappend anordnen. Das ist die Kopf-zu-Kopf-Regel. Das heißt, wir haben hier die kurze Seite von dem Rechteck, haben wir quasi dann die bedingt den Radius von einem Regner. Und dort, wo der Radius endet, dort sitzt der nächste Regner. Und bei einer Rechteckfläche würden wir in jede Ecke einen Regner setzen und dann entstehen automatisch die Positionen für die Mittelregner. Das heißt, wir haben hier jetzt 4 Regner in den Ecken sitzen und gemäß Kopf-zu-Kopf-Anordnung würde hier jetzt quasi dann ein 180-Grad-Regner sitzen. Man kann die Regner dann entsprechend im Radius vergrößern und es ändert sich automatisch das Modell und der Wasserverbrauch für den MP-Rotator. Wenn man einen neuen Regner setzen möchte, dann holt man sich hier einen Kreisregner, platziert den, dann gibt es hier den festen Anschlag, das heißt, hier kann ich den Regner, den Startwinkel definieren, wo der Regner startet und hier kann ich dann den freien Winkel entsprechend dem benötigten Radius und der benötigten Wurfweite anpassen. Und wir sehen auch jetzt, dass sich dann das Modell entsprechend ändert, abhängig von dem Radius und von der Wurfweite. So, und jetzt habe ich 6 Regner platziert. Ich kann hier auch dann genau sehen, es ist ein gleichmäßiger Niederschlag und die Fläche ist optimal bewässert. Was man auch machen kann, ich gehe jetzt noch mal einmal zurück auf diese Fläche, wenn man hier jetzt eine Kleinigkeit ändert, mit Maustasten hoch oder runter, dann fragt einem der Rechner, ob man automatisch berechnen will, auch das ist möglich. Dann gibt einem die Software einen Vorschlag, die ist nicht perfekt, der Vorschlag ist nicht perfekt. Also wir sehen auch hier gibt es jetzt Bereiche, die nicht bewässert sind oder unterwässert sind.
Aber man hat zumindest einen Anhaltspunkt. Aber auch hier würden wir jetzt so vorgehen. Wir würden in jede Ecke hier einen Regner reinsetzen. Und bekommen dann Schritt für Schritt eine gleichmäßige Bewässerung für die Fläche. Das machen wir hier oben auch. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick, wenn man die Shift-Taste hält, kann man einen Regner duplizieren. Und wenn man die Shift-Taste hält und den Startwinkel verändert, dann geht das in 45 Grad. Moment, jetzt habe ich den falschen. Hier. So, Shift-Taste halten und dann auf das Plus, dann geht das in 45 Grad Winkeln. Kann man das dann entsprechend anpassen. So, und jetzt haben wir hier die kleine Rasenfläche, die ein Rechteck abbildet, mit den 6 Regnern besetzt. Und hier die große Rasenfläche. Tropfrohre werden automatisch von der Software geplant, das wird nicht visualisiert. Dann haben wir hier noch eine Baumbewässerung. Das heißt, für neu gepflanzte Bäume kann man hier 2 Wurzelbewässerungen für die Bäume als Bewässerungsart verwenden. Und wir haben hier noch die Hochbeetbewässerung. Das heißt, wenn ich ein Hochbeet in meinem Garten habe, kann ich auch das an die automatische Bewässerung anschließen. Dann sind wir mit dem Schritt Regnerpositionierung fertig und können zu den Systemelementen weitergehen. Hier haben wir jetzt 3 Kategorien. Das eine sind notwendige Systemelemente, die in jeder Bewässerungsanlage benötigt werden. Das heißt, ich habe meine Wasserversorgung. Wo kommt das Wasser her? Brunnen, Zisterne oder Trinkwasser. Ich habe meine Steuerung, die die Magnetventile einzeln ansteuert. Ich habe meine Ventilverteilung, die den unterschiedlichen Bereichen dann nach und nach Wasser gibt. Dann haben wir sehr empfohlen unsere Kombistation mit Filter und Wasserzähler. Der funktioniert nur mit der Hydrawise-Steuerung. Das heißt, hier kann ich über den Wasserzähler meine Wasserverbräuche messen und visualisieren. Aber ich kann eben auch Leckagen oder zu große Wasserverbräuche messen, um dann vielleicht auch mal im Urlaub eine Benachrichtigung zu bekommen, ob an der Anlage vielleicht nochmal was geprüft werden muss, und kann dann Freunde oder Verwandte kurz nach dem Rechten schauen lassen. So habe ich immer einen Blick. Genau, und dann haben wir hier unten noch optionale, das heißt, das wäre der reine Wasserzähler und der reine Filter als getrennte Elemente. Es wäre eine Düngereinspeisung für Flüssigdünger, um die Pflanzen gesund zu halten. Wir haben eine manuelle Wasserentnahme, Wassersteckdosen, die sich eignen, wenn ich ohnehin schon Leitungen im Garten verlege, dass ich vielleicht nochmal im hintersten Eck auch mir nochmal eine Wassersteckdose vorhalte. Und dann haben wir hier den Kompressor. Falls du noch keinen Kompressor hast, lohnt es sich, den mitzubestellen, um die Anlage im Winter dann auch zu entleeren. Dann fangen wir an. Die Wasserversorgung setzen wir jetzt hier mal an die Garage. Hier zeigt das Video, wie du die Wassermenge bestimmst. Am besten mit unserem Messgerät. Das kannst du dir in Ruhe anschauen. Und wenn wir das ausgewählt haben, dann haben wir hier die Auswahl der Wasserart. Ist es Trinkwasser, dann ist es gut, eine Trinkwassertrennstation auch gleich mit zu denken, um den Trinkwasserschutz zu gewährleisten, also dass kein Wasser aus dem Garten zurück ins Trinkwassernetz fließen kann. Ich habe hier dann die Möglichkeit, Regenwasser zu nehmen. Wenn du schon eine Zisternenpumpe hast, kannst du aus der Kennlinie die verfügbare Wassermenge rauslesen bei 35 Meter Pumphöhe. Ansonsten, wenn du noch keine hast, kannst du die hier auswählen. Und wir haben Pumpen, die 1,8 Kubikmeter bei 3,5 bar dynamischem Druck fördern können. Und die dritte Option wäre eben Brunnenwasser. Dann haben wir die Steuerung. Die kann man in die Garage platzieren zum Beispiel oder auch an der Hauswand. Wichtig ist, dass WLAN-Signal und 220 Volt vorhanden sind. Ich würde die jetzt auch mal in die Garage platzieren. Hier kann man auswählen zwischen der Smart-Steuerung, also Hunter Hydrawise, oder einer Standard X-Core-Steuerung. Durch das
ja, einfache Bedienen per App und die Wetterintelligenz empfehlen wir auf jeden Fall für Effizienz oder für eine effiziente Gartenbewässerung, die Smart-Steuerung. Und dann hätten wir die Ventilverteilung, die kann ich hier zum Beispiel in den Rasen eingraben als Ventilbox oder wenn ich einen Carport habe oder ein Gartenhäuschen, könnte ich sie auch als Wandmontage ausführen. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, das im Freien zu montieren. Gut, und dann würde ich quasi hier vor der Ventilbox noch meinen Wasserzähler montieren und den eben auch als Ventilbox ausführen. Dann können wir hier die Leitung planen lassen. Hier können wir jetzt zwischen drei verschiedenen Leitungsdimensionen auswählen. Wir haben das 24 mm Blue Lock System, ein sehr einfaches Stecksystem, mit dem man super sicher und einfach die Verrohrung machen kann und installieren kann. Und wir haben hier die klassischen 25 mm Klemmverbinder und 25 mm PE-Rohr. Beides sagen wir bis 1,8 Kubikmetern Volumen, Ströme und maximale Distanz zwischen Wasserversorgung und letztem Regner 70 Meter. Da können wir dann ungefähr von 0,5 Bar Reibungsverlust eben ausgehen und das ist in der Software soweit berücksichtigt. Und das Größere, was im Prinzip bei sehr großen Gärten oder bei ja, sehr langen Distanzen, hohen Wassermengen relevant wird, ist die Zollleitung mit 32 mm PE-Rohr. Das wären dann so 3 Kubikmeter pro Kreis und 130 Meter Distanz zwischen Wasserversorgung und letztem Regner. Aber im Grunde reichen ganz oft diese beiden Varianten, also die 3/4 Zoll Dimension. Dann können wir die Leitung rechnen lassen. Hier sehen wir jetzt die verschiedenen Farben. Das entspricht verschiedenen Bewässerungskreisen. Wir haben hier eine selektive Anzeige. Das heißt, hier kannst du dir anzeigen lassen oder kannst du auswählen, welches Rohr du jetzt gerade sehen willst. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier einzelne Leitungen nicht sehen, dann kann man das quasi hier ausblenden. Man kann alle ausblenden und sieht dann im Endeffekt nur die Hauptwasserversorgung, jetzt von der Wasserversorgung bis zur Ventilbox. Und dann kann man sich eins nach dem anderen quasi die Leitung hier anzeigen lassen. Hier sehen wir dann die einzelnen Kreise. Wir sehen, wie lang ist ein Segment. Das heißt, das, was ich gerade hier anklicke, sind jetzt zum Beispiel 3 Meter. Und wir sehen die Gesamtlänge des Kreises. Und wir sehen, die 1,8 Kubikmeter Wasser habe ich hier eingegeben. Und wie viel verbleibt mir noch? Da ist jetzt nahezu alles Wasser aufgebraucht. Das ist in der Regel besser, sich ein bisschen Puffer zu lassen und einfach 100 oder 200 Liter übrig zu lassen, um später nicht die ganze Anlage komplett am Limit zu fahren. Ich kann jetzt durch einen Doppelklick hier einzelne Leitungssegmente entfernen. Ich kann aber auch hier den kompletten Bewässerungskreis löschen. Und jetzt kann ich im Grunde hier, sehe ich die ganzen freien Regner und kann sagen, ich mache jetzt selbst zum Beispiel meine Verrohrung, indem ich hier einen Schattenbereich habe, den ich mit den Regnern oder wo ich alle Regner zusammen auf einen Kreis nehmen will. Das heißt, ich würde jetzt hier von der Ventilbox losgehen und die einzelnen Regner anschließen. Immer ein Klick auf einen Regner würde jetzt quasi den Regner mit der Rohrleitung verbinden. Und jetzt machen wir hier noch, der Schattenbereich geht bis hier unten. Dann würde ich hier jetzt quasi alle Regner, die ich auf einem Kreis betreiben will, dann auf diesen orangenen Bewässerungskreis legen. Jetzt kann ich das hier verbinden und über ein T-Stück wird dann quasi alles miteinander verbunden. So, dann nehme ich mir die nächste Leitung von der Ventilbox
und schließe die restlichen 4 Regler an. Und hier kann ich jetzt im gleichen Graben nach oben gehen und kann die Ringleitung schließen. Wir empfehlen das, da sich der Wasserdruck dann einfach hier an dem ersten T-Stück nach rechts und links verteilt. Die Wassermengen halbieren sich und ich habe hier möglichst wenig Reibungsverluste in diesen langen Rohrsegmenten. Gucken wir uns noch die anderen an. Ich habe jetzt hier die gelbe Leitung, die geht zu meiner Baumbewässerung. Ich habe die grüne Leitung, die geht zu der Hochbeetbewässerung. Und ich habe die lila Leitung, die hier zu der Beetbewässerung geht. Genau, wenn jetzt hier eine schwarze Leitung ist, dann bedeutet das, hier liegen im gleichen Graben mehrere Rohre und die Anzahl der Rohre wird mir hier über die Ziffern angezeigt. Wenn ich hier jetzt auf die Ziffer klicke, sehe ich, welche Rohre in diesem Kreis liegen. Dann komme ich zum nächsten Schritt, die Positionierung von Bodenfeuchtesensoren. Ich sehe jetzt hier visualisiert, welche Bereiche des Rasens nur von Regnern von einem Kreis getroffen werden. Und jetzt kann ich mir hier einen Sensor holen und kann den hier platzieren. Und dann weiß ich, dass Sensor 1 im Prinzip korreliert mit dem Niederschlag, den die Regner von diesem Kreis machen und kann da später dann sehen, habe ich meine gewünschte Wassermenge auf dem Rasen ausgebracht oder ist es zu viel oder ist es zu wenig. Und so kann ich dann die Bewässerung Schritt für Schritt richtig einstellen und die richtige Wassermenge für den Rasen dann zur Verfügung stellen. Genau. Und dann kommen wir zum letzten Schritt. Da haben wir dann die Auflistung der Materialien. Wie vorhin schon eingangs gesagt, werden 3 Möglichkeiten vorgestellt zwischen Eco, Expert und Premium. Bei der Eco-Variante setzt sich die Anlage möglichst günstig um, mit guten Produkten, aber mit weniger Funktionen. Bei der Expert-Variante ist es zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, so wie wir uns selbst Bewässerungsanlagen in unseren eigenen Garten bauen würden. Und Premium sind kompromisslos hochqualitative Produkte, viel Metallanteil, das Beste, was man im Grunde auf dem Bewässerungsmarkt so findet. Dann würde ich das jetzt anhand von Expert mal zeigen. Wir gehen los mit dem Wasserhahnanschluss, der Zisternenpumpe, der Bewässerungssteuerung, über die Ventilboxen. Da haben wir jetzt 2 Dreier-Ventilboxen, weil wir insgesamt 6 Ventile benötigen. Der Vorteil von den Dreierboxen ist, dass die zu einer Seite nur abgehen. Ich kann hier aber über die Optionen und Alternativliste dann zum Beispiel auch andere Boxen auswählen. Wir können hier jetzt die 6er Ventilbox hier zum Beispiel auswählen, die hier. Und wenn ich hier auf Plus drücke, dann sehe ich hier jetzt für 458 Euro die 6er und hier für 628 die 2 Dreier. Das heißt, ich könnte hier jetzt die 2 auf Minus machen und habe hier dann unten meine 6er Ventilbox. Dann haben wir Filterbox mit Wasserzähler. Wir haben den Smart Garden Gateway und die 2 Bodenfeuchtesensoren, die wir platziert haben. Dann haben wir das Kabel. Auch das kann ich jetzt dann entsprechend anpassen auf die neue Ventilbox. Hier habe ich dann ein Kabel mit 7 Adern, 6 Ventile und einmal Masse und habe hier dann das Signalkabel 3-adrig zum Wasserzähler.
Dann haben wir PE-Rohr für die Dauerdruckleitung zwischen Wasserversorgung und der Ventilbox und hier unsere PE-Rohre PN6 hinter den Ventilen zu den Regnern und Tropfrohren. Dann haben wir hier unsere Montageeinheiten für die Regner sowie die Düsen. Verschiedene Düsen mit verschiedenen Sektoren und Wurfweiten. Dann haben wir Einstellschlüssel, Fähnchen, um die Position der Regner auf der Baustelle zu markieren. Und dann kommen hier jetzt Tropfbewässerung und verschiedene Verbinder, die mir helfen, die Anlage dann auch entsprechend zu verrohren. Wir haben hier immer Empfehlungen, wo wir sagen 2 Winkel pro Kreis. Zum Beispiel bei Winkeln, wir haben 6 Ventile, also wären das ungefähr 12 Winkel. Das heißt, man kann hier auch einzeln dann entsprechend die Stückzahlen an das Projekt anpassen. Im Grunde ist der Hintergrund, ich habe hier bei jedem Knick, den ich mache, zuerst mal wird ein Winkel eingeplant, aber später kann ich das eben hier prüfen, um dann entsprechend den Materialbedarf an meinen Installationsplan eben anzupassen. So, dann kann man hier noch eine PDF erzeugen mit der Einbauanleitung. Wir empfehlen auf jeden Fall, wenn du deine Planung gemacht hast, hier mit DVS-Beregnung in Kontakt zu treten und die Planung einmal von uns gegenchecken zu lassen. Und wir können dann einfach schauen, kann man vielleicht an der Regnerposition noch was optimieren, fehlt noch ein Regner oder kann man vielleicht auch irgendwo noch einen Regner einsparen. Auf jeden Fall macht es Sinn, dass wir uns da kurz unterhalten nach der Prüfung. Und ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Installationsunternehmen zu suchen bei unseren Partnerunternehmen, wenn du es nicht selbst installieren möchtest oder dann, wenn du es selbst das Material kaufst, eben hier in die Wunschliste des Shops zu übertragen oder direkt in den Checkout zu gehen. So, das war der Überblick über unsere Software. Ich hoffe, es hat dir gut weitergeholfen und wie gesagt, bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und wir freuen uns, wenn du das Projekt mit uns umsetzt. Mach's gut, bis dann, ciao.